Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Angular. Heute wollen wir uns angucken, wie man an diese Router auch noch Parameter mit übergeben kann. Kleines Anwendungsbeispiel am Anfang, damit wir uns vorstellen können, was da passiert. Und zwar, wir haben eine Komponente, da ist vielleicht ein Artikel aus einem Shop drin. Jetzt ist das natürlich aber nicht für jeden Artikel, wollt ihr nicht jedes Mal eine extra Komponente erstellen, denn das wäre irgendwie sehr unpraktisch. Und deswegen habt ihr IDs für diese Komponenten oder IDs für diese einzelnen Artikel in eurem Shop. Und sagen wir mal, die /42 wäre jetzt ein wundervolles T-Shirt, das ihr unbedingt jederzeit haben wollt. Und ja, deswegen habt ihr hier eine /42, aber es soll natürlich nicht eine Komponente mit genau dieser 42 geben, sondern ihr wollt eine Komponente haben, die also eine Videokomponente oder von mir aus Shop-Warenkorb-Komponente, die diese 42 so interpretiert, aha, ich lese aus meiner Datenbank das Bild für Artikel 42, den Namen für Artikel 42 und so weiter und so fort. Das heißt, ihr braucht eben nur eine Komponente, nämlich eine für einen Artikel, der angezeigt wird. Und das, was hinten dran steht, ist dann einfach sozusagen ein Parameter, mit dem ihr euch dann das Richtige aus eurer Datenbank auslesen könnt. Das ist super, super praktisch und extrem wichtig. Und ja, weil sonst müsste man wirklich für jeden Artikel in eurem Shop, müsste man sich sozusagen eine eigene Komponente erstellen. Das wäre totaler Bullshit. So, deswegen, ja, wollen wir heute uns mit Parametern für Router-Links oder generell einfach Parametern für Links beschäftigen. Eine Möglichkeit habe ich euch schon gezeigt, das einfach hinten dran anzugeben. Das ist aber ein bisschen bescheuert, denn jetzt müssen wir hier festlegen, was hier drin steht, bevor wir angefangen haben. Das ist nicht so toll. Wir wollen nämlich hier auch dynamisch irgendwie berechnen können, hey, zieh mir aus meiner App-Component oder App-Modul beziehungsweise AppComponent.TypeScript, zieh mir hier raus, was für ein Artikel oder sowas wir haben und mach das dynamisch hinten dran. Das geht mit der Variante hier jetzt gerade nicht so toll. Wenn wir das Ganze dynamisch haben wollen, müssen wir das leicht abändern und zwar auf die folgende Variante und zwar Router, na komm, zeig's mir an. Zeigt es mir nicht an, okay, dann tippe ich halt fertig. Router-Link ist gleich, so, und jetzt Achtung, Liste reinpacken oder Array reinpacken. Und ja, jetzt können wir hier sagen, ich hätte ganz gerne zum Beispiel auf Video weitergeleitet, Video und die Video-ID in meinem Fall zum Beispiel, das macht YouTube übrigens auch in etwa so, ist myVideo-ID. So, halt stopp. Hier bitte keine Anführungsstriche hinpacken, das soll er ja als Parameter direkt aus eurer TypeScript-Datei auslesen. So, wie mache ich das jetzt, dass es hier ist? Naja, ganz einfach, ich füge das hier ein. myVideo-ID ist gleich 42. Logischerweise, was könnte es anderes sein, außer 42? So, und jetzt sehen wir hier, das wird automatisch richtig gemacht. Wenn ich das jetzt hier allerdings auf meine Webseite anwende, das heißt, ich bin jetzt hier auf der Index-Datei und ich klicke hier drauf, also wir sehen hier unten, wird es auch richtig angezeigt. Da steht Localhost, für die es nicht lesen können, weil ich kann da nicht näher ranzoomen. Localhost 4200 Video 42, jeweils mit einem Slash getrennt. Also Localhost Doppelpunkt 4200 Slash Video Slash 42. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann ja, sehen wir, der Link ist irgendwie ein bisschen tot, ne? Das ist nicht so toll, aber woran liegt das? Naja, das liegt einfach daran, dass wir für /Video /42 ja nichts angegeben haben im App-Modul hier oben. Wir haben hier nichts für Video /42 und da sind wir wieder bei dem Problem, was wir vorher hatten. Wir können nicht jedes Mal eine neue Komponente machen, wenn ein neues Video hinzukommt. Das wäre absoluter Wahnsinn. Und deswegen wollen wir das Ganze hier ein bisschen optimieren, wie gesagt, als Parameter sozusagen interpretieren. Und das machen wir mittels der sogenannten Activated Route. Dazu gehen wir, naja, welche Komponente wird hier aufgerufen? Die Video Component. Und das heißt, wir gehen in unsere Video Component und wir müssen jetzt noch ein bisschen was erben. Das können wir so drin lassen, das ist schon in Ordnung. Wir müssen jetzt hier was erben, oder besser gesagt importieren erstmal, nicht erben, sorry, falscher Name. Import. Und ja, ich habe es gerade eigentlich schon gesagt, Activated Route heißt das ganze Ding. Wird automatisch auch wieder aus Angular Router importiert. Und ja, jetzt müssen wir es nur noch benutzen. Das ist gar nicht so einfach. Jedenfalls denkt man das. Und zwar gehen wir hier vorne hin. Also hier direkt am Anfang vom Konstruktor. Private Route, Doppelpunkt. Von was für einem Typ ist unsere Route? Activated Route. So. Und das ist jetzt alles, was wir hier brauchen. Jetzt, also wir müssen damit nicht mal hier irgendwas im Konstruktor machen. Das ist völlig
unnötig hier irgendwas, oder wir müssen einfach überhaupt nichts im Konstruktor damit machen. Wir gehen aber jetzt hier in dieses ng on init, weil ich was gerne loggen möchte in unserer Konsole einfach. Console. Also das ist jetzt alles, was ich damit mache. Ihr könnt hier gerne noch irgendwas aus der Datenbank auslesen, dann das richtige anzeigen und so weiter. Also das ist natürlich was euch überlassen bleibt. Aber ich benutze jetzt hier einfach mal ganz simpel hier nur das Logging. Und wie habe ich es genannt? Wo haben wir es denn? Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt Folgendes loggen, und zwar das, was mir mitgeliefert wird. Das heißt, this.root, das ist durch die Activated Root reingekommen. Das sehen wir, das ist neu sozusagen. .snapshot, das ist ein Activated Root. Snapshot hört sich bescheuert an. Was das bedeutet ist, es guckt einfach mal ganz kurz in die URL, was genau steht denn in der URL, und dann ziehe ich mir da die Params und ich möchte ganz gerne meine ID haben. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles hier, was wir brauchen. Wir loggen das jetzt einfach mal in die Konsole. So, ein letztes bleibt noch übrig, denn jetzt haben zwar alle die Möglichkeit, also die App-Komponente liefert die ID mit, das ist der erste Teil, das ist natürlich erstmal klar, wir brauchen irgendwas, was die ID mitliefert. Dann das zweite ist, dass die Komponente, die aufgerufen wird, natürlich auch irgendwas auslesen kann. Das muss hier, Achtung, den Namen haben, den habe ich gerade gesucht, habe gemerkt, dass wir das noch gar nicht gemacht haben, deswegen, das kommt als letztes. Wir müssen irgendwo definieren, was genau jetzt hier mitgegeben wird. Und das machen wir auch wieder da, wo wir die Routenparameter machen. Und zwar hier oben, da wo steht Path Video, da gehen wir jetzt her und machen noch ein Slash hin. Und jetzt, Achtung, das ist ein Parameter, deswegen Doppelpunkt vorne dran. Und dann wie haben wir ihn genannt? Hier ID. Das muss derselbe Name sein, sonst können die nicht miteinander. Das heißt, sonst spricht der hier Spanisch und der da drüben Chinesisch, und ja, die verstehen sich halt nur relativ wenig, weil Englisch kann sowieso keiner von beiden. Okay, und jetzt sagen wir ihm sozusagen, okay, hier, du kannst jederzeit eine ID auslesen, und diese ID kann jetzt hier verwurstet werden und in unserem Fall einfach nur in die Konsole ausgegeben werden, was relativ unspektakulär ist, ich gebe es zu, aber ja, wir sehen es, hat gerade kurz neu geladen, und wenn ich jetzt hier, ich mache mal kurz die Konsole auf, so, und wenn ich jetzt hier auf Video klicke, dann sehen wir hier, wir gehen auf Video/42, hier steht Hello Angular, das liegt daran, dass wir natürlich in unserer Video-Component sind, das wird da immer ausgegeben. Meine Config, das ist aus einem anderen Video, die bitte nicht beachten, hier steht aber trotzdem noch die ID. Wenn wir jetzt hier auf 528 oder sonst irgendwas gegangen wären, das war jetzt gerade eine Random-Zahl, oder 1337, das war nicht so random, dann würde hier eben genau das stehen. Wenn ich jetzt hier tatsächlich auch einfach aufrufe, 1337, also das bleibt dann auch mir überlassen. Als User kann ich das natürlich auch eingeben. Dann sehen wir hier, wird 1337 ausgelesen. Und damit kann ich natürlich weiterarbeiten. Achtet bloß immer darauf, das Ding hier kann vom User eingegeben werden. Sprich, es kann natürlich auch irgendwie bösartig sein. Ja, ich kann jetzt hier natürlich auch irgendwelchen Bullshit eingeben, mit dem vielleicht meine App gar nicht klarkommt. Also es muss keine Zahl sein. Das heißt, ihr müsst hier immer überprüfen, ob ihr damit überhaupt arbeiten könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Zahl erwarten würde und der User gibt hier oben einfach Strings ein, dann stürzt mir die Website ab und keine Ahnung, es könnte natürlich noch irgendwas Böses passieren oder sowas, also hier immer schön vorsichtig sein. An der Stelle würde ich euch meine IT-Sicherheits-Playlist hart ans Herz legen, und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Oder wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ganz einfach. Bis dann. Ciao.